So Freunde, ihr seht es, wir sind schon wieder draußen im Garten. Das heißt, heute geht es weiter mit dem Tabak selber anbauen Videos. Zuerst einmal werde ich euch zeigen, wie die Tabakpflanzen jetzt aussehen. Sieht sehr gut aus auf jeden Fall. Ihr könnt es hier schon sehen, die sind auf jeden Fall riesig am Start. Aber ihr seht auch, ich habe einiges nicht eingehalten, was ich gesagt habe. Da sind noch einige Blüten dran, die habe ich im Urlaub und so leider nicht abschneiden können. Deswegen gab es da Blüten, aber ich denke, das sollte nicht allzu schlimm sein. Und hier unten seht ihr, ich habe noch mal gut nachgeerntet auf jeden Fall. Also da die Burleys sind schon sehr viele Blätter weg. Und ich denke, bald kann ich hier auch noch mal eine Runde ernten von den Blättern hier. Man sieht hier schon, dass die langsam etwas gelblich werden am Rand, aber die brauchen auf jeden Fall noch etwas. Bei meinem Virginia Tabak ist es etwas merkwürdig, weil der wird einfach nicht gelb. Die sind auch alle umgekippt hier. Und das sieht auch nicht wirklich gesund aus. Der hat hier so kleine Einfärbungen drauf. Also der verfärbt sich irgendwie nicht ins Gelbe. Hier haben wir noch etwas Burley. Also ist alles etwas umgeknickt, weil die Pflanzen sind doch schon über 2 Meter hoch hier zum Teil. Und wenn wir jetzt hier mal in unseren Schuppen hier reingehen, dann seht ihr hier schon, da ist eine richtige Tabakplantage aufgebaut. Hier sind die neuen Blätter, die ich als letztes geerntet habe. Die sind sehr schön am Trocknen hier. Man sieht, dass die langsam aber sicher auch trocknen. Hier habe ich nochmal 3 Reihen voll mit Burley Tabak. Diejenigen, die ich im ersten Video geerntet habe, seht ihr hier. Die habe ich hier zur Seite gehangen und ihr seht, die sind jetzt schön trocken, aber immer noch ledrig. Also man kann die nicht brechen, man kann die nur so zerknüllen. Das ist sehr gut. Ich habe die jetzt so lange trocknen lassen, weil im August oder ich weiß gar nicht mehr, wann ich das geerntet habe, war es extrem heiß und trocken. Deswegen sind die fast zu fest getrocknet, also sie sind dann gebrochen und so. Man muss etwas schauen, dass das Wetter passt, dass es morgens etwas neblig ist, die Luftfeuchtigkeit etwas höher ist und dann nehmen die Blätter auch wieder die Feuchtigkeit auf. Das haben sie jetzt gemacht. Ihr seht, eine sehr schöne Konsistenz und die werden wir jetzt hier reinnehmen. Und dann werden wir heute die Blätter fermentieren. Was das genau ist und wie das aussieht, erkläre ich euch gleich, wenn wir unten sind, eine Pfeife an ist und wir uns das genauer anschauen werden. So Freunde, jetzt haben wir hier einen leckeren Kopf an. Und wir kommen zum Fermentieren. Das Fermentieren ist eine Sache für sich. Ich habe mich jetzt da ziemlich eingelesen, wie ich das am besten mache. Einfach kurz runtergebrochen, ganz grob, was das Fermentieren macht. Das baut Eiweiße und Chlorophyll und so, alles mögliche ab im Tabak. Das ist das Zeug, das dann stinkt beim Verbrennen. Also dann stinkt der Tabak nach verbrannten Haaren und so, wenn man das nicht macht. Offiziell, zum Beispiel bei der Zigarrenherstellung, wird das natürlich gemacht. Also wird der Tabak zu riesigen Haufen aufgehäuft und dann bis zu einem halben Jahr gelagert und immer wieder umgemischt und dadurch entsteht dann Hitze im Inneren durch diese Prozesse und das nennt man natürliche Fermentierung. Das kommt bei meinen Mengen hier natürlich nicht in Frage. Das wäre ohnehin etwas zu aufwendig und zu lang. Dann habe ich viele Leute gesehen, die das selber machen, mit einer Alkohol-Zuckerlösung tränken den Tabak. Dann irgendwie in einen schwarzen Kessel machen, an die Sonne stellen oder so, damit es schön warm wird, dann geht es etwas schneller. Und bei der Recherche bin ich auf das hier gestoßen. Das Ding hier heißt Fermentierfix, gibt es auf eBay für, glaube ich, 11 Euro die Flasche hier und die reicht für 7,5 Kilogramm Tabak. Und ich denke, das ist auch sowas wie das, was die Leute sich selber zusammenmischen. Enthält Alkohol, hier steht es besser, ist auch eine große Anleitung mit dabei. Hier könnt ihr sonst Pause drücken und das mal durchlesen. Ich werde das alles so machen, wie es hier steht. Enthält Alkohol, Zucker, Honig, Rum, Früchte, Gewürz und Fermentierhilfen. Also das ist eigentlich genau einfach Zucker, Alkohol und so. Und das soll dann das Fermentieren vereinfachen. Zur Anwendung, man mischt das 1:1 mit destilliertem Wasser. Das habe ich jetzt schon gemacht, hier in der Sprühflasche hier. Destilliertes Wasser könnt ihr ganz einfach kaufen. Das gibt es in Supermärkten, glaube ich, oder Küchengeräten, Läden, irgendwie sowas, wo man fürs Bügeleisen einfüllen kann oder Fensterputzmaschinen oder so. Oder auf Amazon wahrscheinlich auch. Verlinke ich euch auch unten, wie das Fermentiermittel hier. Und jetzt muss man einfach so vorgehen, man nimmt den Tabak, jedes Blatt einzeln, besprüht das mit dieser Flüssigkeit, damit es leicht feucht ist und danach packt man das luftdicht in einen schwarzen Beutel. Ich habe jetzt hier einfach einen Müllsack genommen hier und danach muss man das an einem warmen Ort lagern.
Also am besten auf einer Heizung oder so, aber ich habe da auch einen speziellen Trick auf Lager, aber den werde ich gleich zeigen, wenn das gemacht ist. Und ich würde sagen, ich entferne jetzt mal die Tabakblätter von der Schnur, weil die sind natürlich alle noch hier aufgezogen, aber die reiße ich dann einfach hier oben ab, damit ich keine Schnur mehr dran habe. Und dann zeige ich euch mal bei einem Blatt, wie ich das besprühe und danach mal lasse ich einen Zeitraffer laufen. So, also jetzt haben wir hier die Tabakblätter getrennt von den Schnüren. Ich habe das auch noch gewogen. Das sind etwa 80 Gramm, aber das war ja nur die erste Ernte mit den kleinsten Blättern. Also das wird definitiv noch mehr werden. Und jetzt mache ich das einfach so. Ich nehme die Blätter, falte die auf, dass die wieder ihre volle Größe haben. Und hier sieht man auch wunderschön, dass die schön ledrig sind und nicht zerreißen, wenn man die zerknüllt. Also von der Trocknung her denke ich, ist das jetzt ziemlich gut. Und dann nehme ich einfach die Sprühflasche. So. Und sprühe die auf beiden Seiten damit ein, dass ein leichter Film da ist. Und das mache ich jetzt einfach mit allen Blättern hier durch. Ich lasse euch das im Zeitraffer laufen und danach zeige ich euch, wie die fertig besprühten Blätter aussehen. So, jetzt haben wir hier alle eingesprüht mit der Flüssigkeit hier und ich würde sagen, jetzt packen wir das einfach in den Müllsack hier rein. Das Ganze sollte möglichst luftdicht verpackt sein während dem Fermentieren. Hier muss ich dann schauen, das Zeug ist klebrig wie Sau. Aber ich mache das jetzt einfach alles hier rein in den Beutel und noch kurz dazu, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ob das mit Shisha-Tabak funktioniert, ob das allgemein so funktioniert. Aber wir werden das dann sehen, deswegen mache ich es jetzt auch mal nur mit der ersten Charge, damit ich hier überprüfen kann, ob das geht. Und jetzt drücke ich das einfach so flach und mache wie eine Wurst daraus. Also ich falte das jetzt einfach um und mache da eine schöne luftdichte Tabakwurst draus. Und wie gesagt, das Ganze könnte man jetzt entweder auf eine Heizung packen. Das würde auch schon reichen, aber zum auf Nummer sicher gehen, mache ich den Weird Flex und packe das Ganze einfach mal in die Sauna. Wir haben zu Hause eine kleine Holzsauna und die heize ich jetzt auf 40 Grad, vielleicht auf 50, aber wahrscheinlich eher auf 40, weil das sollte auch nicht zu heiß werden. Und packe dann den Beutel einfach da rein und das Ganze dauert 2 Tage und ich würde sagen, ich hau das kurz in die Sauna rein und dann sehen wir uns in 2 Tagen wieder und hoffen, dass da nichts geschimmelt ist und dass der Tabak schön dunkel geworden ist, die Farbe etwas verändert hat und einfach, dass das Ganze generell funktioniert hat. Also wir sehen uns in 2 Tagen wieder. So Freunde, jetzt sind 3 Tage vergangen, nicht 2. Ich hatte gestern keine Zeit wegen Arbeit und Stream und so das Ganze rauszunehmen. Es gab 1, 2 kleine Probleme unterwegs. Die Sauna hat immer wieder sich ausgeschaltet, weil die wahrscheinlich so einen Sicherheitsmechanismus hat. Deswegen war es nicht andauernd geheizt. Ich habe die auf 40 Grad gestellt. Das heißt, in der Mitte, wo das etwa lag, waren es wahrscheinlich etwa 30, 35 Grad. Also nicht so heiß. Und jetzt habe ich hier die Rolle hier. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Ich habe noch ein paar von den alten Blättern hier am Start. Also eines, das ganz kaputt war. Mit dem können wir nachher vergleichen, ob sich die Färbung verändert hat des Ganzen. Und ich würde sagen, wir wechseln die Ansicht und machen das Ganze hier auf. Der nächste Schritt wird sein, dass wir das Ganze gut eingepackt, zusammengepresst in Alufolie für 4 Stunden bei 50 Grad in den Backofen legen. Da habe ich perfekt geplant, weil wir haben gerade 22 Uhr. Ich bin auch von der Arbeit nach Hause gekommen, dann zu Abend gegessen und so. Und dann habe ich erst die Anleitung gelesen. Und das heißt, wir sehen uns dann nachher wieder um 2 Uhr. Aber jetzt schauen wir mal hier rein und schauen, wie sich das Ganze hier entwickelt hat. So, also jetzt haben wir hier die Tüte am Start. Das Ganze wird sicher extrem klebrig sein, weil da ist der Zucker drin und so. Und das ist jetzt alles hier ausgelaufen. Also passt auf jeden Fall auf. Und packt das gut ein, damit es keine Sauerei gibt. Ich habe das nochmal in einen Müllbeutel zusätzlich gepackt. Und ja, das Ganze riecht auf jeden Fall schon mal interessant. Da ist auf jeden Fall etwas passiert. So. Oh, da wird nachher wieder alles kleben hier unten. So, und es ist auf jeden Fall etwas passiert mit den Blättern hier.
Das hier ist das Bündel. Ich könnte mir fast vorstellen, dass ich etwas zu viel Feuchtigkeit dran gemacht habe, einfach vom Gefühl her. Also die Blätter sind ziemlich feucht, aber sie haben jetzt eine sehr schön noch ledrige Konsistenz angenommen als vorher. Farblich ist nicht allzu viel passiert, vielleicht ist er minimal dunkler geworden, der Tabak. Aber wir können hier mal eines der Blätter anschauen, also doch, da ist auf jeden Fall was passiert. Also von der Konsistenz her sind die jetzt wirklich extrem lederartig, sehr stabil. Ich rieche mal dran. Ja, also geruchlich ist auf jeden Fall etwas passiert. Das riecht jetzt schon viel, viel mehr nach Tabak. Diese hier riechen einfach nur ganz, ganz leicht oder haben nur ganz, ganz leicht gerochen. Sehr nice auf jeden Fall. Also das nächste wird sein, dass wir das gut angepresst in Alufolie machen. Ich denke, ich werde trotzdem alle Blätter einmal kurz auseinandernehmen und überprüfen, dass alles noch gut ist mit den Blättern. Da gibt es wieder einen Zeitraffer und nachher werden wir das in die Alufolie einpacken. Kleine Zwischenbemerkung hier. Die Blätter in der Mitte sind um einiges dunkler geworden. Also jetzt arbeite ich mich so langsam vor. Die Blätter hier haben schon viel mehr dunkle Farbe bekommen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht, weil die komplett eingepackt waren zwischen anderem Zeug oder so. Vielleicht ist es auch von Vorteil, wenn man die dann einmal kurz wendet oder so. Wenn man die da drin hat. Wie gesagt, ich hatte die jetzt ja 3 Tage da drin. Also vielleicht einfach einmal durchwenden. Aber ich hoffe, das muss so aussehen. Es ist auf jeden Fall irgendetwas passiert. Und dann schauen wir es dann nach dem Backofen nochmal an. So, das sieht jetzt alles mal gut aus. Ich habe das alles auf die Alufolie rüber gemacht und ich lese jetzt hier nochmal auf dem Zettel. Jetzt wird der Blattstapel aus dem Müllbeutel genommen und möglichst straff mit Alufolie gewickelt. Dieser Wickel kommt bei maximal 50 Grad in den Backofen und über 4 Stunden backen. Da steht auch noch, wenn man das Gefühl hat, der Tabak hat vorhin zu wenig warm bekommen, kann man das nochmal wiederholen. Aber ich denke, die Sauna lief jetzt genug oft, damit das funktioniert hat. Und ja, dann machen wir jetzt einen straffen Alufolie-Wickel. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier einfach so eine Rolle. Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Hier nochmal. Ich mache einfach das, was ich nach bestmöglichem Recherchieren herausgefunden habe. Habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Das werden wir erst am Ende sehen. Also seid vorsichtig beim Nachmachen. Ich mache jetzt da noch etwas mehr Alufolie rum. So, und dann würde ich sagen, das ist doch ein strammer Alufolie-Wickel hier. Und das kleine Päckchen hier machen wir jetzt für 4 Stunden im Backofen. Und dann sehen wir uns wieder. Sieht aus wie ein Mini-Döner auf jeden Fall. Dann sehen wir uns wieder in 4 Stunden, nachts um 2 Uhr. Und dann machen wir weiter mit dem Video hier. So, Freunde, das Paket war jetzt 4 Stunden im Ofen bei 50 Grad. Jetzt machen wir das hier mal auf. Der nächste Schritt wird sein, dass ich die Blätter einfach auslege, also einfach verteile, damit die jetzt komplett trocknen können wieder, weil die sind jetzt alle immer noch leicht feucht, wegen der Mixtur, die ich darauf geschmiert habe. So, und jetzt seht ihr auch, die sind um einiges dunkler geworden nochmal. Hier nochmal den Vergleich zum rohen Tabak. Genau, jetzt werde ich sie einfach einzeln verteilen. Und danach werden wir im nächsten Schritt das Ganze dann mit der Molasse anfeuchten und dann werden wir auch einen rauchfertigen Tabak haben. Also immer noch schön ledrig hier, so sollte es sein. Und wenn die dann trocken sind, können wir die weiter verarbeiten. Und ja, ich sage es jetzt nochmal, das Ganze ist immer noch Experimentierphase. Ich mache einfach das, was ich durch Recherche und Informationen sammeln bei anderen Shisha-Leuten erfahren habe. Aber für mich macht das Fermentieren einen guten Eindruck. Wie gesagt, einige machen das auch gar nicht und verarbeiten dann gleich den getrockneten Tabak weiter. Man riecht jetzt, dass der Tabak um einiges angenehmer riecht. Das Fermentieren macht das Ganze, wie gesagt, etwas weniger herb und etwas feiner, oder sollte es zumindest. Und ja, ich würde sagen, das Anmischen mit der Molasse machen wir dann im nächsten Video. Das sollte dann schon ziemlich bald kommen. Ich werde die jetzt einfach, wie gesagt, einzeln verteilen und warten, bis die komplett trocken sind.
Und dann bin ich wahrscheinlich genauso gespannt wie ihr, wie sich das Ganze entwickeln wird und ob ich am Ende einen rauchfertigen Tabak habe. Und an dieser Stelle nochmal freue ich mich über jedes Like und jeden Daumen nach oben, wenn ihr das Projekt hier feiert, und natürlich über ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, dann war es auch schon wieder für heute. Wir haben einiges erreicht mit dem Tabak hier. Und ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns schon sehr bald im nächsten Tabakanbau-Video wieder. Haut rein, wir sehen uns.